Ja, guten Tag, wir spielen heute mal wieder Sherlock Holmes Crimes and Punishments. Ja, wir haben tatsächlich mit Downton Abbey ein anderes Ergebnis schon erreicht und jetzt haben wir hier so einen Seemann hier stehen. Und schauen wir mal, wie wir mit dem weiter verfahren können, ne? Ja, der steht hier, ne? Und den haben wir gerade schon untersucht, oder beziehungsweise im letzten Teil, und dann fragen wir You mal. are acquainted with Lady Mary Brackenstall, are you not? Yes, I think I do remember her from when I was first officer, but I still don't see. It seems your relationship went beyond that of mere passenger and first officer. How dare you? Indeed, how reckless a feeling is love, particularly if one is prepared to commit a murder in its name. Explain yourself this instant. You are aware that the murder made the headlines of the morning press. You read the newspaper report, but to your dismay, found it much fabricated. Once you learned that I wanted to see you, you came straight away. You needed to know what I had found. You? What do you know? That evening, you were with Lady Brackenstall, despite the danger. I'm not afraid, Mr. Holmes. Besides, all of this is just guesswork. Ja. You would be right if there was no evidence. What then? Ja, sie haben sie gefesselt. Lady Brackenstall was tied to a chair on the night of the murder. And it was you who tied her up. You call that evidence? Seemanns gucken. Yes, as she was tied with a sailor's knot. Your handiwork. So, it's a sailor who's done it. That proves nothing, Mr. Holmes. You're not the only sailor in London right now. Your theory is flawed anyway. On the night of the murder, I was aboard the Sherlock. I was supervising the repair of a porthole. At night? It was an emergency. There was a leak. You can ask the ship's carpenter. He can confirm. I'm sure that he can. Perfect. In that case, we have nothing more to talk about. Good evening, gentlemen. Okay. Holmes, what should we do now? Would you like to check his alibi? No. There is no doubt that these men will testify in his favor, and there will be no way to check. So, what then? So, we must work with what we have. We have all the puzzle pieces. Okay. Now I understand why you dissected the bellman. Okay, Kapitän Cocker einbestellen abgeschlossen. Okay. Dann haben wir also hier den Typen interessiert noch. Captain Jack Crocker. Captain Jack Crocker, zwischen 14 und 50 Jahre alt, ist ein feiner Seemann. Er ist ein tüchtiger, ehrlicher und gebildeter Mann, jedoch ohne größeren Reichtum. Er war in Eile, nahm sich aber dennoch die Zeit, die Zeitung zu lesen und seinen Stiefel zu putzen, bevor er aus dem Haus ging. Ja, guck mal. Und wir haben jetzt als Aufgabe nur versuchen den Mord, der in Abbey beantwortet worden ist. Okay, Kapitän Cracker. So. Crockers Mitchell. Crocker lügt. Sein Mitchell ist offensichtlich. Er erschien sofort, als er gehört hatte, dass ich nach ihm suche. Das deutet auf seine Schuld hin. Crackers Alibi. Captain Crocker war zur Tatzeit an Bord der Sharp. Er hatte keine Angst, sich mit mir zu treffen und wirkte selbstbewusst. Okay. Okay, er hat Crackers Mitchell. Okay, der Kapitän ist der Täter. Sir Ursons wurde von der Person getötet, die zu Besuch war. Er ist großgewachsen und wendig, so war er ein hochrangiger Seemann. Keine Gnade für Crocker. Jack Crocker ist ein Mörder und sie werden ihm und seinen Komplizen Lady Brackenstall zur Rechenschaft ziehen. Gnade für Crocker. Die Tat wurde in Notwehr begangen. Jack Crocker wollte lediglich eine Frau vor einem gewalttätigen und trunksüchtigen Mann beschützen. Der Fall wäre damit gelöst, aber sie werden die Details für sich behalten. Eigentlich ist er ein Mörder, ne? Und müssen wir eigentlich danach auch handeln. Wiggins, could you ask Mr. Crocker to come here again, please? Right away. Okay, weniger als eine Stunde später. Why did you make me come here again, Mr. Holmes?
It is over. I know that it was you who killed Sir Eustace Brackenstone. What? I know, because of the height at which the rope was cut. The knife used was a sea knife. The knots were sailor's knots, and not least the sheer force that was put behind the killing blow. And because you are the only one who knows Lady Mary Brackenstall in London. And because you love her. It's true. It is time for you to tell us the whole truth. I admit that I loved Mary madly from the first day that I met her. But I never did come to visit her, for I believed that she was in a happy household. When I talked to her maid who told me everything, I was insane with rage. I was due to set sail for 6 months away. I wanted only to see her again. But it turned into a damnable nightmare when he barged in. He dared raise his hand to her. He was not even worthy of licking her boots. Oh, I regret nothing. I admit I killed the monster out of love for her. She will forgive me if she desires. Lady Brackenstall already forgave you. She said nothing. Mary. But that makes her an accomplice as well as her maid. It places her in danger yet again. Mr. Holmes. You would not have managed to protect her. Till I die, do you hear me? Here is a letter that sets everything clear. And it is the one that should be disclosed to the police. I am the only culprit. Mary had nothing to do with it. Now it is time to end this. Okay, was kommt jetzt noch? Ja. Ganz schön kräftig ist der Kerl. Ja. Ja. Ja, schön viel A drücken. Ja. Ja, Errungenschaft haben wir auch. You should have let me die. How can I live if Mary suffers? I am sorry, Captain Crocker, but there has been quite enough death in this case. Okay. Inspector, I give you Sir Eustace's killer. He tried his best to perform his own justice. Well, I'm not surprised. Yes, it was me. I confess. Here is a piece of evidence that can be used in court. Perfect. A case that went smoothly for once. So. Sir Essex wurde von Kapitän Jack Crocker getötet, der an dem Abend Lady Brackenstall besuchte. Dann versuchten sie, das Ganze wie ein Einbruch der Randebande aussehen zu lassen. Crocker schnitt mit einem Matrosenmesser das Glockenseil ab und festete die Lady damit. Danach versteckte er Silbercheck im Brunnen. Er hatte ein brutales Verbrechen begangen und die gerechte Strafe dafür bekommen. Gefunden war 16. Schlussfolgerung: der Kapitän ist der Täter, keine Gnade für Crocker. So, und gucken wir mal, was das scheint wohl richtig zu sein, okay. Dann machen wir mal Entscheidung bestätigen. Ja, Einstufung gewissenshaft. Falsch hat dieses Spieler mit derselben Lösung für den Fall. 94, Spieler mit derselben moralischen Entscheidung. 35%, okay. So, dann haben wir die ja eigentlich alle durch, ne, die Fälle. Ja, und da wir eigentlich alle Fälle durch haben, außer den einen, haben wir nicht richtig gelöst, würde ich erstmal sagen, das Blutbad haben wir nicht richtig gelöst.
ist erstmal Sherlock Holmes Crimes and Punishments erstmal vorbei. Bewertet mal ruhig den Teil. Und bis dann. Tschüss.